Hallo Bosco. Hallo Rebecca. Wir machen heute ein Übungsvideo zur dritten binomischen Formel. Jawohl. Diese Aufgaben mache ich mit dir und unsere Zuschauer können Pause drücken und erstmal selber rechnen. Ja, mach das mal. Das ist nämlich der Sinn dieser Übungsvideos. So. Ja, nicht, dass der Bosco die ganze Arbeit alleine machen muss. Nein, ihr müsst hier. auch was machen da draußen. So, ja dann. Erste Aufgabe. Ich muss die beiden Siebener miteinander multiplizieren. 7 mal 7 ist 49. Ja, Dann das Minus hinschreiben. Das steht nämlich immer da bei der dritten binomischen Formel. so ist es. Und dann die beiden b's miteinander multiplizieren. b mal b ist b hoch 2. Ganz genau. Fertig. Also, die dritte binomische Formel ist einfach. Das, was links in der Klammer steht, wird quadriert, also mit sich selbst multipliziert. Dann schreibt man das Minus hin und dann wird das, was in der Klammer rechts stand, mit sich selbst multipliziert, also quadriert. Genau. Und so geht es jetzt immer weiter. Da muss ich die 5b mal 5b rechnen. Ergibt 25b hoch 2. Das Minus hinschreiben und dann 6 mal 6 ist 36. Gut. Dritte Aufgabe. Warum steht jetzt in der linken Klammer das Minus und rechts das Plus? Um dich zu verwirren? Nein, ich wollte jetzt einfach Geschafft. mal die Reihenfolge wechseln, um zu zeigen, dass das auch geht. Aber das Ergebnis ist genau das gleiche. Denn bei der Multiplikation darfst du ja die Reihenfolge tauschen und zwischen den beiden Klammern Ach so. steht ein Mal. Also muss ich ganz normal 3x mal 3x rechnen. Ja, Das sind 9x hoch 2. Dann das Minuszeichen und 2 mal 2 ist 4. jawohl. Okay. Nächste Aufgabe. Jetzt steht vor dem x noch ein Minus. Ja, das ist auch ein bisschen schwierig, aber naja, nicht wirklich. Du musst einfach jetzt das Vorzeichen selber ausrechnen. Das heißt, du rechnest jetzt nicht x mal x, sondern wirklich minus x mal minus x. Und dabei musst du eben wissen, Minus mal Minus ergibt Plus. ja. Also kommt da einfach nur x hoch 2 hin. Gut. Dann das Minuszeichen und 1 mal 1 ist 1. Genau. Also ist es gar nicht so schwer. Und wenn jetzt bei einer Klammer plus x steht, geht ja gar nicht, weil immer links dasselbe stehen muss. Dann wäre es keine dritte binomische Ah, Formel. Gut, ja. ja, doch, aber der Okay. guter Gedankengang. Ja. Gut. In dem Fall müsstest du dann Klammer mal Klammer rechnen, wie in unserem anderen Video besprochen. Ja. Also jedes von vorne mit jedem von hinten multiplizieren. Okay. Letzte Aufgabe. 11a mal 11a. Ich habe die Quadratzahlen geübt. 121. Oh ja, a hoch 2. siehst du? Dann das Minuszeichen und 12y mal 12y sind 144y hoch 2. Ja, hier ist es echt von Vorteil, die Quadratzahlen auswendig zu können. Dann muss man nämlich keine schriftliche Nebenrechnung machen. Genau, Gut, das war's schon. Habt ihr es auch? Schreibt in die Kommentare rein. Tschüss. ciao.